Erinnert ihr euch noch? Die krasse Explosion in Beirut vor gut einem Jahr? There's people crying, there's kids. It was just traumatizing. Der Libanon ist ein Land am Rande des Zusammenbruchs. I have zero hope that it will ever change. Wie ist es für junge Menschen, in einem Krisenland aufzuwachsen, in dem ein Taxifahrer eine Waffe in der Bauchtasche hat? We're pretty much living without any electricity, without any generators, without any medicine, without any food. Und dazu kommt ein echt großes Drogenproblem. سلفيا حشيش مفطرين كتاغون بنزكسون. Ich nehme euch mit auf eine Reise durch ein Krisenland bis auf die illegalen Drogenfarmen des Landes. Aus Deutschland kenne ich nur die Corona-Krise und die reicht mir schon komplett. Im Libanon ist Corona nur eine von ganz vielen Krisen. Man kann es nicht anders sagen, dem Land geht es richtig scheiße. Für eine Woche fliege ich hin und will verstehen, wie leben Menschen wie du und ich in so einem Krisenland. Den Film mache ich zusammen mit Tobi. Er ist schon vor mir angekommen und wird diese Woche vor allem filmen. Das ist unser Airbnb. Wir gehen aber erstmal noch eine Runde pennen. Am ersten Tag bin ich mit Effi unterwegs. Sie ist 25, arbeitet ehrenamtlich in einer NGO und unterstützt viele in einem der ärmsten Viertel von Beirut. Auch Rami hilft sie. Er ist 16, geht zur Schule und wohnt hier bei seinen Eltern. Should we take our shoes off? No, it's all good. It's okay? Licht kommt nur von draußen rein, denn in der Wohnung gibt es fast den ganzen Tag keinen Strom. Der ist teuer oder funktioniert einfach nicht. Weil viele Räume in der Wohnung kein Fenster haben, bleibt es dunkel, auch in Ramis Zimmer. The electricity goes out about 14 hours a day. And then the 10 hours, I just mostly sleep because it's kind of hot and there's a fan when, and so I rarely play with my PC anymore. What kind of games? RPG games, mostly 5v5s like Valorant and CSGO. Yeah. CSGO as a... Yeah, CSGO. Nice. There's a lot of Germans in CSGO. Do they win? Yeah, they do. Yeah. Ramis Wohnung liegt in einem der ärmsten Viertel von Beirut. Hier war praktisch alles zerstört, als die Explosion hochging. Übrigens nur ein paar Stunden vor seinem Geburtstag. Er zeigt mir ein Video von der kaputten Wohnung. Oh wow, that's your room? Yeah. It's with the glass all over and furniture. I was with my dad at the door. If he hadn't, just protected me with his hands, I would have got smashed by the door. What did you think at that time? I wasn't really thinking. It was like a panic attack. I thought that I'm dreaming. Like, Dad, he found the car keys. It was just next to him somehow. And then we all went out. And then when I was in the car and I was, they say when you're dreaming, you can't count your fingers. Mm-hmm. So I spent half of the car trip counting my fingers to see if I'm dreaming or not. It wasn't, I couldn't believe that it happened, And then there's blood in the streets, there's people crying, there's kids. It was just traumatizing. Ramis Vater wurde bei der Explosion verletzt. Für die Medikamente und die OP musste sich die Familie verschulden, denn beide Eltern sind ohne Job. في شوية وجع في عم توجعني شوي هلا اجري يعني اكيد لما بعدني قايم من عملية ما صار لي زمان الوتر مقطوش من فوق لانه ما صوروا لي اياها بالاساس انه انتبهوا لي عليها مبدل وهو على اساس كان بده يقط بهالقد صار من فوق لتحت مثل منك شايفه. Explosion, Trauma, Armut, Corona hatten sie auch noch und das alles mit 16 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie ich selbst damit umgehen würde. Do you have the feeling that you need to stand up to change the situation? I am hopeless. I don't think it will ever change. I can never feel secure here again. I have zero hope that it will ever change. Rami und ich connecten uns noch. Ich will ihn morgen wieder treffen.
zurück in unserem Airbnb mit Strom. Und das kann ich jetzt eigentlich erstmal wirklich wertschätzen, nachdem ich gesehen habe, wie Ramis Familie struggelt. In Beirut fallen mir die vielen Kinder auf, die im Müll wühlen. Mehr als 3 von 4 Menschen im Libanon leben in Armut, schätzen die Vereinten Nationen. Aber was heißt das für Menschen wie dich und mich? Ich treffe Effi wieder, die von der NGO. Sie arbeitet eigentlich immer für ein Hip-Hop-Label in ihrem Nebenjob oder für die NGO. Das Auto ist von ihrem Vater, erzählt sie, als sie noch Geld hatten. Wir gehen zusammen in den Supermarkt. So these, we used to actually buy this, for example, for around 3,000. Now it's like 36,000. And this is, again, something that you really can't not get, you know what I mean? So even this increased crazy in price. This is super basic stuff. Super basic, yeah. Things you really cannot, like, not get. Muss man sich mal geben. Periodenprodukte einfach 12-mal teurer als vor 2 Jahren. Effi hat mehrere Jobs, aber selbst sie kann sich schon die einfachsten Sachen kaum noch leisten. What about water? Yes, so actually not too long ago we ran out of water. Drinking water? Drinking water. Your family? Yes, we couldn't find any water. We had to call up our friends and our family, see who has water stored up. No supermarkets had water. Just water, Just plain, no plain special, no sparkling, bottled just plain water. Yes, because of the price increase, they wouldn't know what price tag to put on it. So there weren't any water on the shelves in any supermarkets. So we literally had to call each other up and, you know, just grab water from places. You didn't even check the meat. You didn't even look at it. I don't look at the meat anymore. We don't even look at that anymore, yeah. Too expensive. Too expensive. We try not to, you know. I really felt it when we came here. It's Yeah, like it didn't even exist. Meat, alcohol, stuff like that, we don't look at anymore. That's luxury plus. Yeah. Luxury Plus. Dahin fahren wir auch nach dem Supermarkt. Zum Yachthafen. Dort treffen sich Rami und seine Freunde. Hi. Hi. Hi, I'm Toby. Hey buddy, how's it going? Warum sie sich hier treffen? Weil die Promenade immer beleuchtet ist und sie den Vibe mögen. Den Beat hat Rami übrigens selbst geschrieben. Er heißt Nightmare, Albtraum. في ديني كرمال قدمت سنيني اللي عالراديو صار جاي فاخترعت شي وديني سيني والكنت اسمع لهم هلا صاروا يسمعولي اللي كانوا راسي هزولي هلا صاروا من طيولي من وصولي راسي اصولي اشتاكوا لا ما هيصولي اشتا رافع بالمدافع مش بس الصنزر موصولي بتاخد سمولي بس قول عبضمن خمولي راجل ركودي. Did you ever consider leaving Lebanon? Of course, it's like one of my priorities now. And I'm even working on it right now. Like the youth can't chase their dreams anymore. Like the dream is getting out of the country to chase their dream. Like they took the dream away. It's not about following your dreams here, it's about trying to survive. Rami will es auf eine Uni nach Frankreich schaffen. Und auch seine Freunde denken drüber nach, wegzugehen. Andere bleiben, wie unser Fahrer. Er begleitet uns die ganze Woche, hilft uns und bei ihm wechseln wir Geld auf dem Schwarzmarkt. $100. It's make one. In manchen Ecken fühlt er sich unsicher und hat immer eine Waffe dabei, wie viele andere auch. Wir fahren nach Tripoli. Sie gilt als ärmste Stadt des Libanon. Während der Krise haben im ganzen Land Angststörungen und Depressionen zugenommen, vor allem bei Jüngeren. Und immer mehr Leute nehmen Drogen. Das lese ich in einer Studie der American University of Beirut und höre es von allen NGO-Mitarbeitern, mit denen ich spreche. In Tripoli treffe ich Streetworker, die sich genau darum kümmern. احنا هدفنا انه نودي الناس اللي هي بحاجه لمساعده بهذا الموضوع. الطفران من المال والمصاري يعمل كل شيء. يعني هو الوضع المعيشي اللي نحن عم نعيشه. Selbst während der Krise sind Drogen immer leicht zu kriegen, erzählen sie hier.
يعني الأزمة الاقتصادية أكثر، يعني من خلال نحن اليوم على الأرض موجودين على طول مع الناس. يعني اليوم وقت اللي بيقول لك أي شخص إنه أنا كيف بدي بطل وأنا لا في شغل وبيبلشوا بيهدونا، يعني الأزمة الاقتصادية كثير أثرت وزادت. قصة بالأكل، بالثياب، بالبنزين، بكثير قصص، بس إلا باستخدام المخدرات أو الكحول أو حتى الدخان والأرجيلة بتحسي إنه هيدي زادت، لأنه هو يمكن المكان الوحيد اللي قادرين يرفهوا فيه عن نفسهم. يعني في كثير ناس لا بقى فيها تسافر، ما فيها مثلا تروح تكذر مثل قبل، تروح مشوار أو تموه عن نفسها إلا بهودي المواطن. لهيك هي زادت. Fast alle Drogen sind im Libanon illegal. Ein einziger Joint kann dich ein halbes Jahr ins Gefängnis bringen. Die meisten wollen nicht mit mir sprechen. Einer aber dann doch, soll aber nicht erkannt werden. Halluzinogene, Cannabis, Amphetamine, Pillen, er nimmt so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. سلفيا، حشيش، منفترين، كتاغون، البنزكسول، كل انواع المخدرات هون. في اكثر شيء هيدي السلفيا هلا اللي عم تعور الناس هون. انا واحد منهم، انا ما لي شيء طالع من المخدرات. والله انا ما لي شيء 5 ايام طالع من انواع المخدرات، نظفوني بكون ممنونكم. انا مدمن كل يوم بتعاطى مخدرات. انا بكون ممنونكم اذا بتحطوني ما صح تديروني على المخدرات بكون ممنونكم. انا كل يوم بتعاطى مخدرات، ما لي شيء طالع من انواع المخدرات. طيب ما لي شيء، ما لي 5 ايام طالع من السجن. انا بطلع من هون برجع بشرب مخدرات، برجع بتعاطى. ليه؟ من قلة الشغل، عندي 3 أولاد. هايفجر روسي. Ich finde es selbst irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Wieso nehmen Menschen Drogen, wenn sie schon kaum Geld für Essen haben? Das will ich in der Beratungsstelle der Streetworker fragen, nachdem ich desinfiziert bin. Tatjana ist die Chefin hier. Inzwischen kommen so viele Süchtige und fragen nach Hilfe, sagt sie, dass sie regelmäßig Menschen wieder wegschicken muss. Clearly the situation has affected people's mental health at a very, very large scale, and people are using drugs to kind of cope with that and to kind of self-medicate. People resort to drugs because they can't sleep, because they're stressed, because they're depressed, because they feel that they have no future anymore. So, and then drugs are accessible. And then, you know, when you are in a country that's in a situation that's completely unstable and volatile, this is where drug cartels thrive because, I mean, nobody's looking, nobody's watching. No one is watching? Drogenkartelle, die Kohle machen? Sind die Drogenhändler am Ende die, die von der Krise profitieren? Wir recherchieren und bekommen Kontakt zu einem Typen, Hussein, der angeblich Gras im großen Stil anbaut, Koks vertickt und solche Bilder hier schickt. Schon abgefahren. Er lädt uns ein und wir beschließen hinzufahren. Aber nicht einfach so und nicht alleine, sondern mit einem Kontaktmann, der sich auskennt. Wir stehen immer im Kontakt mit Journalisten, Kollegen und haben eine Notfallnummer dabei. Der Drogenbauer wohnt im Niemandsland an der Grenze zu Syrien. Die Regierung hat ja keine Kontrolle mehr, sondern die Hisbollah-Miliz. International gilt sie als Terrororganisation. Auf dem Weg hängen Plakate vom syrischen Diktator Assad. Ein bisschen später kommen wir an. Und dann passiert erstmal gar nichts. Denn Hussein musste spontan weg und hat kein Netz. Wir warten zusammen mit seinen Kindern. Sie waren seit 3 Jahren nicht in der Schule, erzählen sie, weil der Staat die Lehrer nicht bezahlt. Das Haus hat kein fließendes Wasser. Profiteure der Krise stelle ich mir anders vor. Auf seinem Land sehe ich, reich sind die Leute auf jeden Fall nicht. Die syrischen Flüchtlinge, die hier arbeiten und in diesen Zelten wohnen, erst recht nicht. Zum ersten Mal seit Jahren bauen sie auch Gemüse und nicht nur Hanf an, erzählen sie. Sonst hätten sie in der Krise schlicht nicht genug zu essen. Nach 6 Stunden Warten fahren wir auf eigene Faust los. Husseins Sohn kommt mit, er zeigt uns die Cannabisfelder. Ich bin 1,80. Das Ding ist größer als ich. Der Anbau ist illegal, aber offenbar ist das hier allen egal. Neben dem Feld wehen Fahnen einer Bürgerkriegsmiliz. Heute ist sie eine Partei im Parlament, erzählt unser Kontaktmann. Define what legal and illegal, because there's a very thin line and apparently it's very blurry here in Lebanon. I mean, obviously the people here are not rich, you see how they're living. But nothing happens to them. Why? Because they're protected by a flag. Geschützt, weil die Bauernfamilien ohne das Hasch so gut wie gar nichts hätten, sagt er.
we're pretty much living without any electricity, without any generators, without any medicine, without any food. So people around the country have to sustain themselves. Dann werden wir im Interview gestört. Einigen Dorfbewohnern passt es nicht, dass wir hier filmen. Später wird einer dann wirklich aggressiv. Vermutet, dass wir Spione sind, holt eine Waffe raus. Mir reicht's. Wir hauen ab, zurück ins Airbnb. Der Typ meinte dann einfach, ja, ich zerbreche eure Kameras, ich mache eure Kameras kaputt. Wo ich so dachte, oh fuck, jetzt haben wir unser Glück überspielt. Am nächsten Tag will ich immer noch wissen, wie denkt der Drogenhändler Hussein, den wir gestern nicht angetroffen haben, über die Krise. Immerhin klappt ein Videocall. How did your life change throughout the last 2 years during the crisis? الكهرباء كانت تجي هلا بدك تسقي المازوت كل شيء تغير. العمل اللي كان بده هلا بده 75,000 كان بياخذ 15,000 انه كل شيء بقول لك بده يصير على المازوت كانت تجي 6 ساعات الكهرباء وتنقطع 6 هلا بتجي كل 24 ساعتين. هلا هو كله مخدرات اللي كان هاي واللي كان هاي واللي كان هاي اللي له رزقه بيشتغلها. لا هي من اول ما فيها ارض زراعيه الملكه ينزرع فيها وصارت ما فيها هي من الاول هيك. اي والارض الزراعيه بيزرعوا حشيش بس هلا عادي محل ما انتم شفتوها انه هودي سبيسيال. Does it make you feel guilty or something? ما في شك اكيد لو عنده 1% احساس بده يحسك. Dann bricht die Verbindung ab. Was ich denke, der große Nutznießer der Krise ist Hussein sicher nicht. Trotzdem, viele Menschen leiden unter den Drogen und er trägt definitiv dazu bei. Was mir von einer Woche Libanon im Kopf bleibt, vor allem wie krass es ist, dass einfach alle betroffen sind. Selbst die, die noch einen Job haben, können sich kaum noch Wasser und andere Basics leisten. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, in ein funktionierendes Land zurückreisen zu können. Ich kann alle gut verstehen, die den Libanon auch verlassen wollen. Wenn ihr sehen wollt, wie sich Reporterinnen und Reporter auf Einsätze in Kriegsgebieten vorbereiten, dann empfehle ich den Film von meinen Kolleginnen von Steuerung F.